Der zerbrochene Krug, Heinrich von Kleist. Zusammenfassung. Im kleinen Dorf Heusum ist es noch früh am Morgen, aber im Haus der Witwe Marthe Rull ist schon lautes Reden zu hören. Marthe ist außer sich vor Wut. Sie steht in ihrer Stube, zeigt auf den Boden und klagt immer wieder, ihr berühmter, schöner Krug ist zerbrochen. Überall liegen Scherben, als wäre in der Nacht jemand durch das Zimmer gestürmt. Für Marthe ist dieser Krug etwas Besonderes. Er ist nicht nur ein Haushaltsgegenstand, sondern ein wertvoller Besitz, auf den sie stolz ist. Deshalb will sie unbedingt wissen, wer hat das getan und warum? Ihre Tochter Yves sitzt daneben und wirkt ganz anders als die Mutter, still, blass und unsicher. Sie vermeidet es, die Mutter anzusehen. Man spürt, dass Yves nicht nur wegen des Kruges Angst hat, sondern wegen etwas, das in der Nacht passiert ist. Marthe merkt das sofort. Sie denkt, da war ein Mann im Zimmer. Und sie kommt schnell auf eine Vermutung. Vielleicht war es Ruprecht, Yves Verlobter. Denn Ruprecht ist manchmal schnell eifersüchtig und impulsiv. Kurz darauf kommt Ruprecht tatsächlich ins Haus. Er wirkt aufgeregt und wütend, aber nicht so, als wolle er etwas verheimlichen. Eher so, als fühle er sich ungerecht beschuldigt. Er sagt sofort, dass er den Krug nicht zerbrochen hat. Dann erzählt er, was in der Nacht passiert ist. Ruprecht war unruhig gewesen, weil er Yves sehen wollte. Also ging er spät am Abend heimlich zu ihr. Doch als er beim Fenster oder an der Tür war, bemerkte er etwas Seltsames. Er hörte Geräusche und spürte, dass er nicht allein war. Als er ins Zimmer kam, sah er tatsächlich eine Gestalt, einen Mann, der sich erschrocken bewegte, als hätte er Angst, entdeckt zu werden. Ruprecht rief ihn an, es kam zu einem Streit, und Ruprecht wollte den Mann festhalten. Aber der Fremde riss sich los und flüchtete in großer Eile durch das Fenster. Dabei ging etwas zu Bruch. Später stellte sich heraus, der Krug. Marthe hört diese Geschichte, aber sie glaubt Ruprecht nicht. Für sie klingt das wie eine Ausrede. Sie sagt, du warst hier, du warst wütend, du hast den Krug kaputt gemacht. Ruprecht ist empört. Er will beweisen, dass er unschuldig ist. Also beschließt Marthe, das muss vor Gericht entschieden werden. Im Dorf gibt es dafür nur einen zuständigen Mann, Dorfrichter Adam. Also machen sich alle auf den Weg ins Gerichtsgebäude. Doch schon bevor die Verhandlung beginnt, merkt man, mit Adam stimmt heute etwas nicht. Adam erscheint am Morgen nämlich nicht wie ein stolzer Richter, der sicher auftritt und Ordnung schafft. Er sieht aus, als hätte er selbst eine schlimme Nacht hinter sich. Sein Gesicht ist verletzt, er hat Kratzer und eine Beule am Kopf, er ist unruhig und er versucht, seine Verletzungen zu verstecken. Er redet schnell, macht Witze, tut so, als sei alles normal, aber man spürt, er hat Angst. Und ausgerechnet heute ist ein besonders gefährlicher Tag für ihn, denn ein wichtiger Mann ist im Dorf angekommen. Gerichtsrat Walter. Walter soll die Arbeit des Dorfrichters überprüfen. Er ist streng, genau und lässt sich nicht so leicht täuschen. Adam weiß, wenn Walter merkt, dass im Gericht etwas faul ist, kann Adam sein Amt verlieren. Dann beginnt die Gerichtsverhandlung. Frau Marthe tritt nach vorne, spricht laut und ausführlich und beschreibt den Schaden. Sie erzählt, dass der Krug in der Nacht zerbrochen wurde, und sie verlangt, dass der Schuldige den Schaden ersetzt. Sie deutet auch an, dass in der Nacht etwas Unanständiges passiert sein könnte. Ein Mann im Zimmer der Tochter, heimlich, ohne Erlaubnis. Sie redet sich immer mehr in Rage. Ruprecht wird befragt. Er sagt klar, dass er zwar dort war, aber nur, weil er Yves liebt und sie sehen wollte. Er erzählt wieder vom fremden Mann, den er gesehen hat. Ruprecht wirkt ehrlich, aber auch heißblütig, und genau das nutzt Richter Adam sofort aus. Adam stellt Ruprecht so dar, als wäre er ein eifersüchtiger, gefährlicher junger Mann, der aus Wut alles kurz und klein schlägt. Dann wird Yves aufgerufen. Yves steht vor dem Gericht, aber sie spricht kaum. Ihre Stimme ist leise. Sie schaut oft zu Boden. Sie wirkt wie jemand, der unter großem innerem Druck steht. Adam beobachtet sie genau. Er versucht, Yves so zu lenken, dass sie Ruprecht beschuldigt. Er stellt Fragen, die in eine bestimmte Richtung gehen, und manchmal wirkt es fast so, als würde er Yves mit Blicken warnen. Sagt nichts Falsches. Auch der Gerichtsschreiber Licht merkt, dass Adam heute seltsam ist. Licht kennt Adam gut und sieht, dass er lügt und verwirrt ist. Adam widerspricht sich sogar mehrmals. Einmal behauptet er dies, dann das Gegenteil. Walter merkt das auch. Er wird misstrauisch. Gerichtsrat Walter übernimmt immer mehr das Gespräch, weil Adam als Richter unprofessionell wirkt. Walter fragt genauer nach den Details der Nacht.
Wie genau ist der Fremde geflohen? Warum hat Ruprecht ihn nicht erwischt? Welche Spuren gab es draußen im Garten? Was ist beim Sprung durchs Fenster passiert? Während Walter fragt, wird die Lage für Adam immer schlimmer. Denn plötzlich passen Adams eigene Verletzungen zu genau dieser Fluchtgeschichte. Kratzer, Beule, zerrissene Kleidung, das sieht aus, als wäre jemand durch Hecken gerannt und irgendwo gefallen. Adam schwitzt, stottert und versucht, schnell das Thema zu wechseln. Dann kommen neue Hinweise dazu. Im Garten wurde etwas gefunden, das der flüchtende Mann verloren haben muss. Und wieder wirken die Spuren so, als würden sie nicht zu Ruprecht passen, sondern zu jemand anderem. Ewe wird immer blasser. Sie merkt, jetzt kommt die Wahrheit sowieso heraus. Und sie sieht, dass Ruprecht als Unschuldiger fast verurteilt wird. Schließlich fasst sie Mut. Mit zitternder Stimme macht Yves klar, Ruprecht ist nicht der Täter. Der Mann, der in der Nacht in ihrem Zimmer war, war nicht Ruprecht. Es war jemand anders. Und in diesem Moment begreift das Gericht, was das bedeutet. Denn dann gibt es im Dorf eigentlich nur eine Person, die so sehr versucht, alles zu vertuschen und die am Morgen so verletzt aussieht, als sei sie in Panik geflohen. Dorfrichter Adam selbst. Plötzlich ergibt alles Sinn. Adam war in der Nacht bei Yves. Er hatte das Zimmer heimlich betreten, nicht als Richter, sondern als Mann, der seine Macht ausnutzen wollte. Yves wollte das nicht. Als Ruprecht kam, geriet Adam in Gefahr, entdeckt zu werden. Also flüchtete er. In der Hast stieß er etwas um, der Krug fiel und zerbrach. Adam sprang durchs Fenster, rannte durch den Garten, verletzte sich und versuchte am Morgen so zu tun, als sei nichts gewesen. Für Gerichtsrat Walter ist klar, das ist ein Skandal. Ein Richter, der selbst schuld ist und dann auch noch versucht, einen Unschuldigen zu verurteilen, hat jedes Recht verloren, über andere zu urteilen. Adam merkt, dass er endgültig entlarvt ist. Er versucht noch zu reden, Ausreden zu finden, die Geschichte umzudrehen. Aber niemand glaubt ihm mehr. Die Menschen im Raum schauen ihn jetzt nicht mehr respektvoll an, sondern mit Entsetzen und Wut. Am Ende bleibt Adam nur noch eine Möglichkeit. Er flieht, um der Strafe zu entkommen. Er verlässt das Gericht, nicht als Dorfrichter, sondern als überführter Täter. Ruprecht ist erschüttert, aber auch erleichtert, weil er endlich frei ist. Marthe ist wütend, weil sie nicht nur ihren Krug verloren hat, sondern auch sieht, wie viel Schmutz hinter der Sache steckt. Yves fühlt sich beschämt und traurig, weil sie so lange geschwiegen hat. Aber zugleich ist sie erleichtert, dass Ruprecht nicht unschuldig verurteilt wird. So endet die Geschichte. Aus einem scheinbar kleinen Vorfall, einem zerbrochenen Krug, wird ein großer Skandal. Und am Ende versteht jeder im Dorf, nicht der Krug ist das Wichtigste, sondern die Wahrheit und die Gefahr, wenn Macht missbraucht wird.